SAIC, einer der chinesischen Autogiganten, setzt auf seine Elektrofahrzeugmarke Innovation in Motion, auch bekannt als IM, um in Europa und Südamerika für Furore zu sorgen. Aber diese Autos werden nicht unter dem IM-Banner fahren. Stattdessen werden sie in die andere Marke von SAIC umbenannt, nämlich MG. Mit dieser Strategie soll der etablierte Bekanntheitsgrad der ehemals britischen Marke genutzt werden. Alles, was man aktuell dazu wissen kann, seht ihr jetzt hier auf Project Drive. Habt ihr eigentlich schon zum Beispiel die T-Shirts und Pullis mit Project Drive Design gesehen? Da gibt es zum einen das herkömmliche Logo und zusätzlich den Elektronauten. In Zukunft wird es aber noch mehr von mir designtes Merch geben. Mit dem Kauf unterstützt ihr außerdem meinen Kanal für noch mehr und vor allem immer bessere Videos. Den Link zum Shop findet ihr in der Videobeschreibung. Auf den ersten Blick mag es wie ein hinterhältiger Badge-Engineering-Trick erscheinen, insbesondere da IM Motors als Tesla- und NIO-Rivale angepriesen wurde. Mit seiner langen Geschichte und seiner starken Präsenz in bestimmten Märkten könnte das MG-Emblem seine Wirkung auf die IM-Fahrzeuge entfalten. Für diejenigen, die davon noch nie was gehört haben, IM Motors ist ein relativ neuer Hersteller auf Chinas boomendem Elektrofahrzeugmarkt. Diese Marke ist eine Zusammenarbeit zwischen SAIC, dem Technologieriesen Alibaba und dem Changyang High-Tech Park, allesamt Schwergewichte in ihren jeweiligen Bereichen. MG selbst wurde 1924 in Oxford, Großbritannien gegründet, blickt auf eine jahrhundertealte Geschichte zurück und ist heute im Besitz der SAIC Motor Corporation. Bei den IM-Modellen handelt es sich um mittelgroße Fahrzeuge mit mehr Luxus, die auch eine Lücke im aktuellen Angebot von MG schließen können. Derzeit sind die IM-Fahrzeuge ausschließlich auf dem chinesischen Festland erhältlich. Der kumulierte Absatz für 2023 erreichte 38.253 Einheiten. Allerdings liegt der deutlich hinter seinen Hauptkonkurrenten zurück. Im Gegensatz dazu erzielte Tesla im Jahr 2023 in China einen Absatz von über 645.000 Einheiten, XPeng lieferte über 121.000 Autos aus und NIO verkaufte erfolgreich mehr als 160.000 Elektrofahrzeuge. Der weltweite Absatz von MG überstieg im Jahr 2023 840.000 Einheiten und war damit das 5. Jahr in Folge die führende chinesische Automobilmarke in Bezug auf das Exportvolumen und trug zu rund 70% des Auslandsabsatzes der SAIC Group bei. Insider-Informationen zufolge wird die IM Co-Marke von SAIC die Modelle LS6, LS7, L6 und L7 in MG umbenennen, um sie auf den europäischen und südamerikanischen Markt zu verkaufen. Schauen wir uns doch mal kurz an, was für Autos uns erwarten und fangen mit dem IM LS6 an. Ein mittelgroßer Fastback-SUV mit Abmessungen von 4,9 Meter Länge, 1,98 Meter Breite und 1,66 Meter Höhe und einem Radstand von 2,95 Metern. Die obere Ausstattung verfügt über einen Allradantrieb mit 396 kW oder 538 PS und eine ternäre NMC-Batterie mit 90 Kilowattstunden. Der IM LS7 ist ein größerer SUV als der LS6 mit Abmessungen von 5,04 Metern in der Länge, 2 Metern in der Breite und 1,77 Metern in der Höhe und einem Radstand von 3,06 Metern. Es verfügt über einen Allradantrieb mit 425 kW oder 578 PS und einen ternären NMC mit 100 Kilowattstunden. Der IM L6 ist das neueste Modell der Marke, das auch noch nicht auf dem chinesischen Markt erhältlich ist. Seine Abmessungen betragen 4,93 Meter in der Länge, 1,96 Meter in der Breite und 1,47 Meter in der Höhe bei einem Radstand von 2,95 Metern. Die höchste Variante leistet bis zu 579 kW oder 787 PS. Für den L6 gibt es zwei Batterieoptionen, 90 und 100 Kilowattstunden für 700 bis 770 Kilometer Reichweite. Der IM L7 ist das erste Modell der Marke. Es handelt sich hierbei um eine große Limousine, die 5,09 Meter lang, 1,96 Meter breit und 1,48 Meter hoch ist. Der Radstand bemisst sich auf 3,1 Meter. Die oberste Ausstattungsvariante verfügt über einen Allradantrieb mit 445 kW oder 605 PS und eine ternäre NMC-Batterie mit 90 Kilowattstunden.
Die Preise variieren natürlich je nach Modell und fangen mit dem IM LS6 bei 29.000 € an. Weiter geht's mit dem LS7, der bei 47.300 € startet. Der IM L7 ist dann mit 60.000 € Startpreis ein wenig kostenintensiver. Für den IM L6 ist leider noch kein Preis bekannt, man kann aber davon ausgehen, dass er bei locker 50.000 € startet. Was haltet ihr von den IM-Modellen unter MGs Markennamen? Wären die was für euch? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Wenn euch meine Videos gefallen, lasst mir ein Abo und einen Daumen nach oben da. Vergesst auch nicht auf meinem Instagram- und TikTok-Kanal vorbeizuschauen, die Links dazu sind in der Videobeschreibung. Vielen Dank fürs Dranbleiben und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!